Willkommen zurück auf meinem Kanal zu Teil 2 des Gartenjahres 2022. Ich kürze Bambus und Kirschen ein und die Erntezeit beginnt. Ich pflastere eine Terrasse neu und wir machen Apfelsaft. Wir pflanzen neue Bäume und ich kürze die Rose ein. Begleitet uns zwischen Garten-Highlights und alltäglichen Gartenwartungsaufgaben. Los geht's! Es ist Juli und die Himbeeren sind jetzt fast schon abgeerntet. Falls ihr Januar bis Juni verpasst habt, folgt unbedingt dem Link in der Beschreibung. 2010 habe ich diesen Bambus aus Italien mitgebracht. Er hat sich gut eingelebt und ist sicher bis 18 Grad minus winterhart. Aber er wandert gerne und muss jedes Jahr erneut eingedämmt werden. Die Bohnen und die Gurken wachsen super. Wir haben heute sogar schon welche geerntet. Der Garten ist immer noch ziemlich bunt. Die Bienchen haben gut zu tun. Auch hier Kräuterbeet und hier am Bienenhügel. Das Hotel ist gut besucht, gut befüllt, vor allem in den unteren Etagen. Der Jasmin ist verblüht, den haben wir heute geschnitten. Der Apfelbaum trägt viele Früchte und auch beim Wein sieht es prächtig aus. Dieses Video wird übrigens unterstützt vom On Fire Shop und für euch ist auch noch was dabei, doch dazu später mehr. Das ist der Bachlauf, da ging es richtig gut weiter dieses Jahr. Das Video habe ich euch hier mal verlinkt. Wahnsinn! Da geht's richtig weiter. Also der Kürbis hat hier wirklich alles eingenommen. Die Melonen mickern ein bisschen vor sich hin. Aber es gibt eben leider nicht nur immer solche schönen Sachen wie Ernten. Man muss auch manchmal Brombeeren ausgraben, damit sie nicht durch den Gartenzaun wachsen. Und die Kirschen müssen heute, glaube ich, auch noch geschnitten werden. Sauerkirschen schneiden ist nicht wirklich einfach. Man schneidet meistens die toten Äste raus. Die langen Triebe schneidet man auf die jungen Triebe zurück, also hier abschneiden. Wir haben hier einige Sauerkirschen, die bis hier oben in die Eiche reingewachsen sind. Da müssen wir natürlich extrem einkürzen. Und darüber hinaus schneide ich natürlich alles weg, was nach innen reingeht, sodass der innen viel Luft und Licht hat. Sauerkirschen darf man aber nicht zu oft schneiden, das nehmen die einem übel. Es kann schon sein, dass sie dann im Jahr drauf nicht tragen. Lasst euch den Sauerkirschschnitt gerne mal von einem Profi erklären. Auch eine Art Kirschen zu ernten. Also nicht, dass ihr denkt, das machen wir jetzt jedes Jahr so. Das machen wir vielleicht alle 10 Jahre mal, wenn die wirklich nach oben gewachsen sind. Die Himbeeren sind abgeerntet und abgeschnitten und jetzt ist endlich auch dort das Gras weggemacht. Der Wein wächst fleißig. Mehr zum Wein findet ihr in der Beschreibung. Und die kleinen Vögelchen sind geschlüpft. Die Gurken sind immer noch am Wachsen. Und mittlerweile haben wir hier sogar kleine Bohnen dran. Wobei, so klein sind die gar nicht. Die sind länger als meine Hand. Das ist Wahnsinn. Und das Bienenhotel ist mittlerweile auch echt gut belegt hier. Wobei aber die größeren Löcher besser gehen als die kleinen. Und mittlerweile hat der Kürbis hier unten schon eine echt stattliche Größe erreicht. Ach, der Phlox blüht wundervoll hier. Und da vorne blühen die bunten Kosmeen in allen Farben. Da unten sind ein paar Löwenmäulchen, dort eine Ringelblume. Überall im Garten blüht es. Vor allem hier die schönen gelben sind für die Bienen besonders interessant. Und meine Mutter hat natürlich heute auch die Erdbeeren alle wieder ordentlich gemacht. Die Kartoffeln hier sind mittlerweile schon verblüht und gedeihen prächtig. Hier hinten der Kürbis, naja, ist mehr so Deko, ne? Diese kleinen Früchtchen hier. Da hinten haben meine Eltern schon weitergearbeitet, das alles aufgefüllt. Das hatten wir ja beim letzten Mal leer gemacht. Wir genossen eine Woche Urlaub in Schmannewitz, auch hiervon wird es ein Video geben. Auf dem Rückweg geht es dann noch zu meinen Eltern in den Garten. Schön Tomaten ernten und Bohnen ernten.
Die sind zu dick, die nehmen wir nicht ab. Hier kommen nämlich die Kerne für nächstes Jahr. Oh, ihr habt ja schon viele Bohnen gesammelt. Ja, wir haben viele Bohnen. Oh, das ist auch eine dicke hier. Ja, die lassen wir dran. Nach dem Urlaub kam ich im Garten an und beste Mama hatte angefangen, Himbeerpflanzen aus der Terrasse auszugraben. Da half ich natürlich gerne mit. Die sind hier direkt zwischen den Steinplatten gewachsen. Und das geht natürlich nicht. Deswegen müssen wir jetzt alle Steinplatten rausheben, die Himbeerpflanzen an einen neuen Ort pflanzen und die Steinplatten wieder ordentlich reinlegen. Und das ist eine Menge Arbeit. Aber gemeinsam mit meiner Mama schaffe ich das. Die Himbeeren sind raus. Jetzt wird hier alles glatt gehakt und mit der Wasserwaage auf eine Höhe gebracht. Und schon nach 2 Stunden ist die erste Hälfte wieder fertig gepflastert. Wir haben hier einen fleißigen Helfer, der schon mal die Ritzen verfüllt. Ich schütte die irgendwo hin, dann kehre ich das ein Häuflein mit dem Besen brei, so dass gar nichts mehr da liegt. Weitere 3 Stunden später ist endlich alles fertig. Wir haben auch noch ein paar Stellen mit Mörtel nachgebessert. Dort ist auch noch eine. Und jetzt sieht es wieder richtig schick aus. Die Bussarde, die hier sind, haben die Eltern von dem kleinen Vögelchen hier verjagt. Und naja, zumindest diese eine hier hat nicht überlebt. Der Wein wurde dieses Jahr wieder mit Mehltau befallen. Wir haben diesmal mit einem milden Pilzmittel aus dem Laden gesprüht. Und deswegen wurden alle befallenen Trauben zu Rosinen. Die komplette linke Seite ist nicht befallen. Für mich stellt sich natürlich die Frage, ist das in der Pflanze drin oder haben wir die Hoffnung, dass das nächstes Jahr wieder besser wird? Ein paar der Kartoffeln können wir jetzt schon ernten. Die Fette. Aus dem ersten Topf kamen richtig viele Kartoffeln raus. Und jetzt machen wir den zweiten leer. Ja, hier sind schon ein paar zu sehen, aber das ist so ein spezieller Kartoffelpflanztopf, bei dem man eigentlich von außen ernten kann. Naja, der kleine Mann hat richtig Spaß am Ernten. Ja, Hier ist noch eine. weil hier so viele Snacks wachsen. Yeah. Das ist unsere gesamte Ernte aus diesen beiden Töpfen hier. Wir haben uns eine Wildkamera zugelegt und sind auf die Bilder sehr gespannt. Die Kürbisse sind mittlerweile riesengroß. Und man sieht hier schon, die Trockenheit ist enorm. Auch bei diesem Kirschbaum oder bei diesem Himbeertrieb fürs nächste Jahr. Richtiger Trockenstress hier. Da können wir vielleicht exotische Blütenpflanzen zum Blühen bringen, aber die restliche Natur leidet echt drunter. Und weil die Himbeeren so trocken sind, schneiden wir sie in diesem Jahr jetzt schon zurück. Und diese Himbeeren sind jetzt bereit fürs nächste Jahr. Hier am Bachlauf kann man im Hochsommer natürlich gar nichts mehr machen. Und da wachsen auch schon Kürbisse. Da hinten haben wir schon die Kartoffeln geerntet. Und dieser Kürbis hier ist einfach mal in den Stein reingewachsen. Am besten sieht man das sogar von der anderen Seite. Da. Wie krass ist das denn bitte? Aber wie kriegen wir den jetzt aus der Mauer raus? Ziehen. Na dann, zeig mal von unten. Der ist richtig in die Mauer reingewachsen.
Heute ist Aprikosenernte. Der Baum hängt voll. Und zwar richtig voll dieses Jahr. Das sind schöne Früchte. Aber die sind alle noch hart. Also die sind noch nicht reif. Und das ist unsere Ausbeute. Das ist richtig viel. Wir haben hier so ein kleines Wespennest hinter der Pressspannwand. Und als ich jetzt hier gerade Körbe rausgeholt habe aus dem Dachboden, habe ich was gesehen. Seht ihr das auch? Da ist ein Nest. Leider sind die Wespen unsere besten Gäste. Eine einzige Traube hat den Mehltau überlebt. Die ist hier unten und die werden wir jetzt gemeinsam ernten. Wir haben das Beet hier von Unkraut befreit und 2 Fässer miteinander verbunden. Es hat zum Glück endlich geregnet. Schauen mal, ob der Trick mit den Verbindungsstücken hier funktioniert hat. Und tatsächlich, das Fass ist voll. Die Natur braucht diesen Regen sehr. Hier unten liegen schon zahlreiche Pflaumen, aber es hängt natürlich noch genug oben am Baum. Aber erstmal sind die Pfirsiche dran. Es hat jetzt 24 Stunden am Stück geregnet und so wenig hat die Erde aufgesogen und darunter ist es komplett trocken. Die sind alle auf den Kompost aufgegangen und habe ich in Töpfe gepackt, dass die weiter wachsen können. Und jetzt die Pflanze. Wir pflanzen gerade Pfirsiche ein. Die Tomatenernte war auch super und am allerleckersten sind diese kleinen Orangen hier unten. Die sind super lecker. Und diese Mini-Tomaten hier, die habe ich auch auf meinem Balkon gehabt. Heute müssen die Pflaumen geerntet werden. Es sind leider schon sehr viele runtergefallen. Ich stehe jetzt auf der Leiter und ich sehe da unten, meine kleinen Melonenpflanzen haben es langsam geschafft, groß zu werden. Es ist erstaunlich, wie viel dieser Baum trägt, trotz der großen Trockenheit. Und wenn ich einmal hier oben bin, nutze ich meistens die Chance, um ein paar Äste rauszunehmen. Allerdings habe ich bei Obstbaumschnitt nicht wirklich einen Durchblick. Und während wir hier fleißig Pflaumen ernten, ist natürlich die Solarladestation schon wieder fleißig am Arbeiten und lädt meine Powerbank auf. Im ersten Teil unseres Gartenjahres 2022 habe ich euch das Solarpack 21 aus dem On Fire Shop vorgestellt. Weil mich jetzt schon viele angeschrieben haben, gefragt haben, ob das On Fire Solarladepack was bringt. Ja, auch wenn es teilweise beschattet ist, haben wir hier eine grüne Lampe. Wenn ich jetzt hier Schatten mit meiner Hand mache, sieht man trotzdem, ist hier noch eine grüne Lampe. Das heißt, es lädt trotzdem noch. Und ich habe jetzt mal mein Handy angeschlossen und auch das funktioniert einwandfrei. Wenn ich das Solarladegerät allerdings in die direkte Sonne packe, ohne ein Fenster dazwischen, haben wir gleich eine deutlich schnellere Ladekapazität hier am Start. Mit dem Rabattcode SOLAR10 spart ihr 10% beim Kauf des On Fire Solarpack 21 und zwar bis zum Ende des Jahres. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung und gebt an der Kasse den Rabattcode ein. Vielen Dank für die Unterstützung an den On Fire Shop, Link in der Beschreibung. Ja, wir mussten ein paar rausnehmen, weil der Baum einfach viel zu hoch ist. Aber unten pflückt sich's einfacher. Da wird bestimmt ein ganz toller Falter draus. Den Ton hier habe ich unter der Baumscheibe vorgeholt, damit wir die Sägestellen abdichten können. Mit Lehm habe ich jetzt hier diese Wunden vom Baum abgedichtet. Trotz Trockenheit sind 14 Körbe Pflaumen auf dem Baum gewesen. Wahnsinn! Theoretisch könnte man die Weintrauben jetzt ernten, aber wir lassen sie für die Vögel, die haben sich hier sowieso schon gut bedient. Langsam kommt der Herbst. Und der Apfelbaum trägt zwar reiche Frucht, aber es sind eben auch sehr viele faulige Äpfel dabei. Der Herbst ist da. Wir lesen hier Äpfel auf und machen dann daraus leckeren Apfelsaft. Ein paar der aufgelesenen Äpfel haben wir jetzt schon geschnitten. Und wenn euch jetzt auch interessiert, wie man Apfelsaft macht, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch
da oben und natürlich unten in der Videobeschreibung. Sag mal, ist das nicht gefährlich mit den Fingern? Ich habe das hier mal eben für meine Mama geschnitzt. Zum Reindrücken von den Äpfeln. Mal gucken, ob das funktioniert. Na, es geht nicht bis ganz runter. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen mehr abgeschnitzt und zu Hause selber Saft gemacht. Na gut, da ist noch ein bisschen was zu erledigen, zugegeben. Es macht ungeheuer Spaß, Apfelsaft zu machen, aber aus so einer vollen Schüssel werden halt trotzdem nur 3 solche Gläser und so viel Abfall. Das liegt hauptsächlich daran, dass die meisten Äpfel schon ziemlich verfault sind, wenn man sie aufliest. Da ist eine Reibe, hier wird das gerieben und dann nach außen geschleudert und hier kommt dann der Saft unten raus. Das funktioniert, aber der Aufwand, den man hier hat, das Ganze wieder sauber zu machen nach der Benutzung, das lohnt sich halt nur, wenn man wirklich viele Äpfel hat. Ich wollte dieses Jahr probieren, wie man Eichelmehl gewinnt und ob man es tatsächlich essen kann. Dazu wird es im nächsten Jahr ein sehr ausführliches Video geben. Eigentlich wollte ich ja nur Äpfel sammeln. Oh, hi. Ich bin hier eigentlich nur, um Äpfel zu suchen. Und dann fand ich diese Eichen und unterhielt mich lange mit den Kühen. Willst du jetzt einen abhaben oder was? Hier sind ja genug, ich bin mal nicht so. Hier. Naja, ihr wisst ja, wie solche verrückten Ideen zustande kommen. Vergesst auf keinen Fall, ein Abo dazulassen, um meine verrückten Experimente nicht zu verpassen. Und erzählt auch gerne euren Freunden davon, das hilft mir und meinem Kanal. Danke schon mal für euer Vertrauen. Ach, ihr seid aber auch lieb. Komm hier. Aber nicht streiten, bitte. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar finde, okay? So, das ist jetzt hier für die Kühe. Und hepp! Die fallen ja hier so oder so vom Baum runter auf die Weide. Das heißt, die kennen das. Die habe ich hier beim letzten Mal bemalt, weil hier so viel Farbe abgeblättert war. Aber da muss ich noch weitermachen. Wir haben wieder eine ganze Menge Äpfel gesammelt. Und die werden heute noch zu Saft verarbeitet. Aber vorher muss noch die Buchenhecke geschnitten werden. Damit sind wir jetzt auch fertig. Guck mal, den Dreck, der hier drin ist, der Sand und die Erde. Ach du heilige Gut. Das ist alles, das müssen wir alles sauber machen. Den Deckel müssen wir neu machen. Das ist klar. Wir haben das jetzt sauber gemacht, die Spinnweben ausgemacht. Am besten ist, wird noch eine Kante aufgesetzt, dass das Wasser nicht reinlaufen kann, dass hier eine Sperre da ist. Und muss man noch eine Schicht Steine draufbringen. Na gut. Jetzt ist der Boden hier einigermaßen wieder sauber. Es war eine ganze Menge Dreck drin. Direkt hier aus dem Brunnenrand wächst ein Baum raus. Ah. Jetzt muss das Wasser abgestellt werden vom Brunnen, damit es hier im Winter nicht friert. Ein kleiner Hahn, der musst du aufdrehen. Und jetzt musst du die Schale nochmal. Das ist ja abgefahren. Und wenn es nicht reicht, kann ich hier zudrehen. Das Rohr ist jetzt leer. Hier ist die Isolierung mit Styropor. Und hier sind diese Schellen. Die sind komplett durch. Wann haben wir denn das Ding gebaut? Wie alt ist denn das jetzt? 94, 96, ich weiß nicht. Wegen der großen Trockenheit und wegen des frühen Traubenverlusts durch den Mehltau hat dieser Wein hier einfach neue Beeren ausgebildet. Und das habe ich auch gesehen beim Haselnuss hier. Er hat mitten im September neue Würstchen ausgebildet. Wunderschön, die Herbstblumen hier schon. Auch das im letzten Jahr gepflanzte Spalierobst, was ihr ja schon aus der Nussbaum-Trilogie kennt, hat viele Früchte angesetzt. Diese Kletterrose hat im Sommer richtig schön geblüht. Jetzt müssen die neuen Triebe ans Geländer gelegt werden und das Trockene muss rausgeschnitten werden.
glaube, die haben da oben ein Nest. Ich war gerade im Wald. Ich habe nichts gesucht, aber was gefunden. Und was für eine reiche Ernte. Ich bin bloß so 5 Minuten rumgegangen. Ist alles voll mit Ziegenlippen. Man nennt die auch Rothüschen. Und ich habe sogar noch welche mitgebracht. Die können wir jetzt aussamen. Und diesen Riesenwurst habe ich mir aus dem Park mitgenommen. Und der hat hoffentlich noch genug Sporen, die wir hier verteilen können im Garten. Da muss jetzt eine neue Dachpappe drauf. Hey, Leben. Und gar nicht mal so wenig. Ich bin vorsichtig, okay? Verschwinde. Kann jetzt hier der Riss abgedeckt sein und hier hinten ist der Riss abgedeckt. Das hält zumindest über den Winter. Und jetzt guckt euch das mal an. Diese Himbeere hier blüht. Die hat ihre zweite Blüte jetzt im Herbst bekommen. Also ich glaube, die Trockenheit hat den Pflanzen arg zugesetzt in diesem Sommer. Und hier sind sogar Früchte dran. Wow. Aber sind sehr lecker. Achtung! Es ist Herbst geworden, die Blätter fallen, der Garten muss winterfest gemacht werden. Ich hake Laub und mähe ein letztes Mal den Rasen. Der Garten bereitet sich auf die lange Winterruhe vor und der Herbst ist die beste Zeit für lange Waldwanderungen und um nach Pilzen zu suchen. Ein paar letzte Gartenarbeiten stehen aber noch an. Ich mache hier gerade die Lücken voller Sand, damit die Steine ordentlich sind. Und ich mache vorher das Unkraut aus den Steinen raus. Jetzt sieht es wieder schön aus. Und die Kante hier haben wir auch neu gemacht. Müssen diese Steine auch raus, damit wir das Unkraut rausnehmen können. So sieht es jetzt noch aus. Und jetzt kommen die Steine dort wieder rein. Die Steine sind wieder drin und jetzt kommt gleich der Sand rein. Das Gras ist weg und jetzt ist alles wieder schick. Wir werden in den nächsten Wochenenden nur noch damit beschäftigt sein, hier alles wegzuschneiden und den Garten winterfest zu machen. Und er geht dann in seine wohlverdiente Winterruhe. Und damit endet auch dieses Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe heute noch eine Frage an euch. Würde es euch lieber gefallen, immer so durchs Jahr verteilt kleine Häppchen unserer Gartenarbeit zu sehen? Oder gefällt euch diese Zusammenfassung zum Ende des Jahres am besten? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare unten. Lasst gerne auch einen Like da. Und dann freue ich mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Lasst gerne auch ein Abo da, wenn euch das gefallen hat hier und ihr gerne mehr davon sehen wollt. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.